Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homemax. Mein Name ist Yeşim und wir sind hier 200 Meter vom Cleopatra Beach entfernt, mitten im Zentrum von Alanya. Ich habe hier eine wunderschöne 2+1 Wohnung zum Verkauf, die ich euch sehr gerne zeigen möchte. Dann kommt mal mit. So, wir wären hier auch schon im Eingangsbereich und gehen gleich mal in diese Richtung. Ich hoffe, ich bin richtig, was ich glaube. Wir haben, genau, hier schon einmal den Innenpool. Seht euch das an. Wir haben hier Duschkabinen, wir haben hier Toiletten und Spinte. Und jetzt haut es euch gleich von den Socken. Schaut euch mal das an, bitte. Ja, habe ich zu viel versprochen? Das ist doch irre, oder? Also, wir haben hier einen wunderschönen Innenpool, der natürlich zu der Jahreszeit noch nicht genutzt wird. Und es geht noch weiter. Wir hätten hier die Sauna. Beziehungsweise, das ist eher das Dampfbad, entschuldigt bitte. Hier befindet sich die Sauna. Duschkabinen und ein Hammam. Ein türkisches Dampfbad, schaut euch das an. Ja, da fehlen sogar mir die Worte. Also es ist wirklich irre hier. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Kommt mit. Also wenn ihr den ganzen Tag draußen in der Sonne wart, ihr habt relaxed, gechillt, ihr seid geschwommen, habt alles Mögliche gemacht, dann könnt ihr euch hier einen Termin geben lassen und zwar zur Massage. So. Ja. Was sagt man dazu? Hm? Wenn man sowas im Haus hat, muss man das Haus schon gar nicht mehr verlassen. Da wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Wir befinden uns hier in einer wunderschönen 2+1 Duplex Wohnung mit Smart Home. Und dann gehen wir gleich mal hinter die Tür. Und zwar haben wir hinter der Tür einen schönen Spiegelschrank, den man wunderbar als Ankleide benutzen kann, als Abstellkammer. Wir sehen, hier ist Platz für die Waschmaschine. Wir haben den Wasserboiler da hinten. Also ist es wirklich alles schön ordentlich hier gemacht worden, mitgedacht. Und dann gehen wir auch schon gleich weiter. Hier unten haben wir das Gäste-WC, auch sehr schön geräumig. Wir haben einen Waschtisch. Wir haben wunderschöne Möbel hier drin, muss man wirklich sagen. Es ist hier tatsächlich extrem drauf geachtet worden, dass es modern aussieht, dass es harmoniert miteinander. Ihr seht auch sehr schöne gelbe Türen. Man würde selber eigentlich nie drauf kommen, sich gelbe Türen hinzumachen, aber hier passt es einfach wunderbar rein. Die Toilette und hinter der Tür haben wir auch eine Duschkabine. Wir haben hier 120 Quadratmeter Wohnfläche mit einer Gartenfläche von ca. 40 Quadratmeter, die auch noch mit dazukommen. Also sage und schreibe 160 Quadratmeter. Wir sind jetzt hier auch schon gleich im Wohn-Ess-Bereich. Wie ihr seht, es ist wirklich schön hell. Die Decken sind hoch und es sieht einfach, ja, sehr, sehr schön aus. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir sehr gut. Wir haben eine sehr moderne Küche. Sehr schöne LED-Streifen hier unten in Weiß und Anthrazit. Die Elektrogerätschaften sind auch mit dabei. Wir haben Platz für eine S-Gruppe. Die Gerätschaften sind übrigens von Siemens, nicht, dass ich vergesse zu erwähnen. Und wir haben hier auch schon gleich unseren Wohnbereich. Wie ihr seht, also es ist wirklich sehr schön modern gemacht, eigentlich auch zeitlos. Also man müsste hier tatsächlich nicht sagen, okay, ich muss in 5 Jahren hier noch mal was machen, weil es ist einfach wirklich sehr, sehr schön. Von hier geht es auch gleich weiter und zwar in
Ja, das ist der Gartenanteil. Ihr seht, wir haben hier einen schönen Holzboden. Man hat genug Platz, um seinen Esstisch hier hinzustellen. Die Fassade von außen ist auch sehr schön gemacht. Man hat hier seinen Sichtschutz, dass man tatsächlich ganz gemütlich und für sich alleine hier sein kann. Etwas Grünfläche, die man natürlich noch bepflanzen könnte mit allerlei. Wir haben hier auch sehr schön ein dekoratives LED-Gemälde, wenn ich das so sagen darf, schön in Baumform. Ich denke, das sieht natürlich abends Bombe aus, ne? Genau, das ist mal der Garten und an und für sich sehr schön. Dann gehen wir mal nach oben, würde ich sagen. Also man hat hier auch wirklich darauf geachtet, dass alles sehr schön miteinander harmoniert. Man hat jetzt diesen kleinen Bereich hier zum Beispiel so schön mit Kies aufgefüllt. Es ist kein totes Staubeckchen, wie man es sonst immer hat, wo man dann versucht, da irgendwie noch irgendetwas hinzufriemeln. Das ist wirklich wunderbar. Man könnte das jetzt tatsächlich noch entweder mit Kunstblumen oder mit Bambus gestalten. Also man kann hier auf jeden Fall dekorativ noch einiges machen. Wir gehen nach oben. Also ich musste jetzt tatsächlich auf den Treppen noch stehen bleiben, denn ich möchte euch dazu noch etwas sagen. Wir haben diese wunderschöne Holz- und Spiegelrückwand, was natürlich sehr, sehr schön aussieht, hier im Treppenaufgang. Wir haben eine tolle Marmortreppe, was man dazu sagen kann. Es ist sehr schön mit indirekter Beleuchtung gearbeitet worden, an den Decken, an den Wänden. Also ja, da kann man großartig jetzt tatsächlich nicht irgendwie was Nachteiliges dazu sagen. Ne? Man hat hier auch, wenn man nach oben kommt, wieder ausreichend Platz und fällt nicht tatsächlich in ein Zimmer rein. Also es ist sehr schön gemacht. Und dann gehen wir auch gleich da lang. Und zwar haben wir hier das große Schlafzimmer. Auch hier sehen wir, es ist an einen Fernseher gedacht worden, wem es gefällt. Ansonsten haben wir eine wunderschöne Schrankwand, die tatsächlich modern gemacht ist. Ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, es passt hier tatsächlich sehr, sehr gut rein. Denn man hat hier hinter der Tür, das möchte ich euch zeigen, den Mauerbacken und man hat natürlich jetzt gleich diesen Bereich wunderbar genutzt. Ausgestattet sind natürlich alle Räume mit einer Klimaanlage, ist ja wohl selbstverständlich hier in diesem Objekt. Ansonsten findet ihr auch hier an der Rückseite wieder diese Holzwand, genauso wie im Treppenaufgang. Also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, so. Und dann gehen wir auch gleich hier in das Badezimmer rein, was natürlich zu dem Schlafzimmer dazugehört. Hier haben wir auch Waschtisch, Toilette und eine Duschkabine, die auch ausreichend Platz bietet. Auch sehr schön von der ganzen Optik her, wunderbar harmonierend miteinander. Also es ist hier wirklich eine gute Arbeit gemacht worden, kann man nicht sagen. Auch von der Qualität her sieht man, es ist nicht darauf geachtet worden, dass es irgendwie was Schlechtes ist, sondern es ist tatsächlich hier mit Details gearbeitet worden, was man auf jeden Fall sieht. Dann wären wir auch schon im zweiten Schlafzimmer, was sich gleich nebendran befindet. Hier hat man natürlich den Mauerbacken von der anderen Seite, aber man hat sehr gut dran gedacht, einen Schrank auf diese Seite zu nehmen. Das möchte ich euch auch gleich zeigen. Also diese, wie kann man sagen, diese Schrankwände tatsächlich, die fallen nicht so auf, wie wenn man jetzt einen globigen Schrank dastehen hätte, sondern das ist einfach dadurch, dass es auch raumhoch ist, harmonisiert das einfach in dem Raum selber und es fällt nicht auf. Auch hier ist wirklich sehr schön gearbeitet worden. Ja, aber das alles hat natürlich seinen Preis, meine Lieben. Diese Wohnung, diese Duplex-Wohnung hat einen Preis von sage und schreibe 310.000 Euro. Aber ich möchte euch natürlich noch zeigen, wie es draußen aussieht. Also an und für sich, Preis-Leistung, könnte man sagen, der Preis ist natürlich wuchtig. Ja, aber für alanyalanische Verhältnisse bewegen wir uns langsam tatsächlich in dieser Preisklasse. Also es wird hier tatsächlich immer teurer. Dann gehen wir mal raus. So, und da wären wir auch schon im Außenbereich.
Also ihr seht, es ist wirklich sehr schön gemacht. Wir haben da einen kleinen Spielplatz. Was natürlich für türkische Verhältnisse ganz gängig ist, denn hier achtet man tatsächlich darauf, dass für die Kinder immer wieder irgendetwas dabei ist, womit sie sich beschäftigen können. Ansonsten haben wir hier auch sehr schöne Bepflanzung. Wir haben einen schönen Brunnen. Es wurde hier darauf geachtet, dass tatsächlich alles so ein bisschen was Luxuriöses noch bietet, noch hergibt fürs Auge. Dann gehe ich gleich mal von dieser Seite, um niemanden zu stören. Man möchte ja auch seine Ruhe haben. Ihr Lieben, ihr seht den Pool. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, die Anlage an sich ist wirklich toll. Aber man hat natürlich als Ausblick Wohnungen, Häuser vor sich, die natürlich vom Optischen hier nicht genau reinpassen. Aber man kann ja da auch keine Mauer drüber bauen, sonst würde das ja ausschauen wie im Gefängnis und für die anderen wäre es natürlich noch viel, viel schlimmer. Da hinten haben wir auch noch mal einen kleinen Pool, den ich euch zeigen möchte. Auch hier ist an die Kleinen gedacht worden. Ein bisschen mehr der schattige Bereich, damit die Kleinen auch ein bisschen planschen können. Hier hinten sehen wir auch, da gibt es einen Grillplatz mit einer Außenküche. Ausreichend Platz mit Tischen, dass man da noch miteinander abends was schnabberluzern kann. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, euch dieses Objekt zu zeigen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ist natürlich jetzt kein Objekt, wo man sagt, ja, da lange ich mal kurz in die rechte Hosentasche und hole mal die Kröten raus. Ist natürlich eine ganz andere Hausnummer hier, aber ich sage euch eins, es wird hier unheimlich schnell verkauft, auch in dieser Preisklasse. Wer sich leisten kann, dem gönnt man das natürlich, und wer sich etwas anderes leisten kann, dem gönnt man das auch. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir ein bisschen was schreibt und schickt von euch, was zum Beispiel ihr Spezielles sucht, damit man sich auch in dieser Preisklasse oder in diesem Bereich bewegen kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben, entweder über WhatsApp oder über Instagram. Ich würde mich sehr freuen, auch gerne als E-Mail. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir gesund, bleibt mir munter und bleibt mir hoffentlich treu. Ja, ich verabschiede mich und bedanke mich und freue mich aufs nächste Mal. Eure Yeşim. Macht's gut. Ciao. Wir haben hier, alanyalanische Verhältnisse. Hui.